Guten Morgen. Sonnenaufgang in den Bergen. Ist das nicht geil? Wir hatten wirklich einen schönen Schlafplatz. Richtig schön. Windstill. Gar nicht mal so kalt. Wir hatten gedacht, es wird kälter, weil gestern die Nacht, war deutlich kühler und morgens auch deutlich kühler, aber da hatten wir auch Wind. Und hier ist jetzt nahezu windstill. Klar ist es trotzdem frisch. 11 Grad oder 12 Grad. Ne, 13 Grad haben wir. Hab ich eben geguckt, 13 Grad. Aber gefühlt deutlich wärmer, da der Wind nicht da ist. Ja, jetzt werden wir gleich frühstücken, zusammenpacken und dann losfahren. Hallo kleine Kuh. Griechenland ist so wunderschön im Herbst. Schon ganz ungewohnt, wenn man sonst nur bei 40 Grad hier war. Und jetzt hat man nur noch knapp 20 und alles ist so ein bisschen braun und orange. Ist schon schön. Überall, wo wir hier in Griechenland durch die Berge fahren, sind so wunderschöne Pausenplätze. Mit einem Spielplatz und Tischen und einer Wasserstelle. Schon toll. Guten Morgen. Ja, wir haben heute einen, wie man schon sieht, recht frischen Start in den Tag. Die Sonne kommt aber langsam, man sieht, wandert langsam runter. Da muss sie noch ein bisschen über den Hubbel rüber. Wir verpacken hier gerade wieder alles. Das Zelt ist auch noch nass, war die Nacht zwar trocken, aber hier ist ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Aber immer noch Sandalenwetter. Und Temperatur sagt gerade 4,6 Grad haben wir jetzt am Morgen. Also man merkt, der Winter kommt. Was ganz lustig ist, die gestrige Nacht haben wir auf 1120 verbracht. Da war es deutlich trockener, also keine Luftfeuchtigkeit groß. Also da war alles trocken morgens, das Zelt. Und auch nicht so kalt. Da hatten wir, glaube ich, 11 Grad morgens. Und jetzt hier sind wir auf 720 Metern, also ein gutes Stück drunter. Und hier ist deutlich kälter. Ich denke mal einfach nur, weil die kalte Luft sich hier im Tal sammelt. Aber Sonne ist bald da. Es ist so kalt.
Ja, wir befinden uns immer noch hier in dem Mittelgebirge von Griechenland. Sind mittlerweile wieder auf... Oh, scheiße, was hat ich eben gesagt? 700 noch was, ne? Ja, müssten mittlerweile auf knapp 700 Höhenmeter wieder sein. Ja, wir schlängeln uns hier auf dieser Landstraße hier durch. Und man hat immer wieder so beeindruckende Ausblicke. Ist der Hammer. Macht richtig Spaß hier zu fahren. Auch wenn es anstrengend ist. Wir sind hier mitten in den Bergen. Hier sind richtig fiese, steile Anstiege drin. Das ist auch echt anstrengend heute. Aber hier ist ein ziemlich cooler Pausenplatz. Da oben stehen Tische und Bänke. Und hier haben wir Wasser, hier unten. Und leider haben wir erst, weiß ich nicht, 15 Uhr oder so? Nee, Viertel nach zwei. Sonst werden wir einfach unser Zelt da oben aufbauen. Da oben. Aber dafür ist es noch zu früh leider. Jetzt füllen wir erstmal unser Wasser auf. Was für eine Aussicht. Von da ganz unten kann man ja die Straße noch sehen. Die sind wir vorhin die ganze Zeit hier hochgeeiert. Hier so unten rum und dann wieder hier hoch. Sind jetzt auf 870 und es geht noch weiter bis auf 1420. Das ist unser Schlafplatz für heute. Da oben ist die Straße. Die schlängelt sich hier hoch. In den Bergen sind wir ja gerade. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, einen Platz zu finden. Deswegen haben wir heute auch ein bisschen früher Feierabend gemacht. Um 2:45, so um den Dreh. Bis wir den Platz hier gefunden haben. Damit wir nicht irgendwo an der Straße schlafen müssen. Genau. Und jetzt gibt es gleich lecker Essen. Okay. Freundliche Menschen hier. Alle Hupen, die uns hier auf dem Berg entgegenkommen. Wow, sehr schön. Aber jetzt ziehen wir uns eine Jacke an. Es wird kalt. Und es geht bergab ganz lange. 1000 Höhenmeter bergab, also Jacke an. Wir sind auf 1425. 1425 Höhenmeter. Da befinden wir uns. Wir haben jetzt dieses riesen Berggebiet durchquert. Innerhalb von wie vielen Tagen? Komplett losgefahren sind wir Vor drei Tagen, genau. Und jetzt geht's bergab. Wie viele Höhenmeter genau werde ich mal einblenden, wie wir in diesen 3 oder 4 Tagen gemacht haben. Das Genau. sind auf jeden Fall weit über 4000 Höhenmeter. Yay, wir sind gut. Wir haben mal wieder einen Jet gefunden. Jo, wieder geparkt. Jet. Schon der zweite, den wir jetzt auf der Tour sehen hier in Griechenland. Letztes Mal, die waren nur was jünger gewesen. Das hier scheint alles außen. Na, nicht ganz. Aber 3 von 5 aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein und die anderen danach. Und hier benutzen wir natürlich auch den Platzdreck, um eine kleine Essenspause zu machen. Muss sich ja jetzt auch stärken. Da wir jetzt endlich von da hinten aus den Bergen gekommen sind, jetzt fahren wir weiter in die kleinen Hügel. Und dahinter liegt dann Patras. Ein kleiner See. So, wir sind jetzt fast aus den Bergen raus. Ja, sind am östlichen Ende von den Bergen, auf der östlichen Seite rausgekommen jetzt gerade. Vor uns liegen noch ein paar kleine Hügelchen. Da müssen wir über einen Hubbel nochmal einen kleinen Berg nochmal rüber. Der hat knapp 460 Höhenmeter. Und dahinter kommt dann Peloponnes und Patras.
sind riesengroße Olivenbäume. Also wirklich riesengroße. Viel Spaß für den, der das ernten muss, bis in die Spitze. Wow, die sind alt. Aber da hängen überall noch die Oliven dran. Da sind wir heute hergekommen, aus den Bergen, die da jetzt so in den Wolken liegen. Hammer. Oh, oh, hier geht's steil hoch. 4 Kilometer geht es jetzt irgendwo hier hoch. Es ist richtig steil. Mal gucken. Wir sind wieder am Meer. Cool. Da drüben ist Peloponnes. Hier haben wir eine Statue des olympischen Fackelträgers. Ja, wir sind hier direkt an der Meerenge, wo es hier über die Brücke rüber geht. Und auf der anderen Seite ist dann direkt auch Patras, die Stadt, die man da hinten schon sieht. Und dann sind wir auch schon auf Peloponnes. So, wir befinden uns jetzt auf der Brücke nach Patras. Da vorne ist so eine schöne kleine Festung, wenn man die erkennen kann. Es ist sehr laut hier. So, wir sind auf Peloponnes angekommen, also sind jetzt auf Land, haben die Brücke hinter uns. Lustige war natürlich wieder auf der anderen Seite, ging nur so eine Treppe runter, aber auch das haben wir hinbekommen. Ich habe meins im Ganzen runter, Jasmin hat bei sich die Taschen abgepackt, die macht sie jetzt gerade dran. Und dann führt unser Weg weiter jetzt die Richtung durch Patras und dann geht es nach Olympia.